Hallo, ich bin die Monika. Geboren bin ich in Ostpreußen 1941. Ich war, glaube ich, vier Jahre alt. Meine Schwester war 6 und mein Bruder war 2. Der lag noch im Kinderwagen. Und die Russen haben uns vertrieben aus Königsberg und wir waren dann auf der Flucht. Wir waren ja deutsche Flüchtlinge, uns wollte auch niemand haben. Aber irgendwie haben sie uns dann in Mecklenburg sind wir dann gelandet. Und dort war ein ehemaliger Schweinestall, wenn ich mich jetzt so erinnere. Und da haben sie uns reingesteckt mit einem großen Bett, da haben wir alle drin geschlafen zusammen. Weiter hatten wir nichts. Ja, von da mal ein bisschen Geschirr bekommen oder dies. Es gab ja schon einen Bauern, der hat uns immer ein bisschen geholfen. Mutti hat da die Kühe gemolken und wir haben dann hingegangen und gesagt, kommt mal Mädels, ich gebe euch mal Milch zum Trinken. Und der Bauer hat uns dann so Pellkartoffeln gegeben, die haben wir gerne gegessen, obwohl die für die Schweinchen bestimmt waren. Aber wir hatten ja nichts. Also, wir haben viel in der Natur gespielt, haben uns so Gedanken gemacht, was unser Besen sein könnte. Und wir sind auf Bäume geklettert, auf Schafe geritten. Wir waren eigentlich, obwohl wir als Kinder so gut wie kein Spielzeug hatten, aber wir waren sehr glücklich als Kinder, weil wir fast nach der Schule immer draußen waren. Ich erinnere mich dran, es war so eine schöne Zeit. Mit dem Pferdewagen, da war dann diese Milchkanne, da war Sirup drin und dann haben wir uns heimlich da was rausgeschleckert, weil wir immer Hunger hatten als Kinder. Aber trotzdem, es war eine schöne Zeit. Wir haben oft durch Trockenbrot, Mutti hatte eine Schnitte, dann sagt, hier Kinder, kommt das. Wir haben die Natur unheimlich genutzt. Wir sind mit den Störchen um die Wette gelaufen. An der Elbe war ja immer Hochwasser. Damals gab es ja noch nicht, dass alles zubetoniert war. Und das Wasser, und wir sind da rumgepanscht und sind auf Bäume geklettert und die Tiere, die Fröschlein auf unsere Hand gesetzt. Wir hatten und die Spinnen und alles, was es gab. Es war wunderschön. Und wir haben das habe ich mich oft mit meiner Schwester unterhalten. Die ist leider auch schon gestorben vor 8 Jahren. Und wenn wir beide zusammen waren, haben wir so oft erzählt, wenn wir auch abends im Bett lagen, so wir 3 Kinder. Meine Omi hatte eine wunderbare Stimme. Die hat uns dann diese Lieder, der Mond ist aufgegangen, alles, was auch früher so war. Und dann, das fanden wir herrlich, wunderschön. Wir hatten Stroh im Bett, da war eine Maus, dann hat meine Omi eine Pfanne genommen und bums, oder also rausgesetzt, am Schwanz und rausgesetzt. Und sowas haben wir als Kinder erlebt. Ich glaube, so viel erleben das Kinder heute gar nicht. Was ich auch nicht gut finde, ist, es ist diese Zeit, ich versuche damit auch klarzukommen, Handy und so, dass die Eltern, ich beobachte gerne auch Menschen so, dass Kinder, da war mal eine Mami, nee, ein Papa war das, der hat eingekauft, standen beide an der Kasse und das Kind wollte vom Papa immer was wissen, aber keine Antwort, keine Antwort. Und da habe ich mich getraut und das Kind weint und Papa. Und dann habe ich gesagt, Papa, schau mal, dein Kind möchte bestimmt was von dir, so ungefähr. Und ach so, ja, da ist ja noch jemand. Und das würde ich gut finden, wenn Eltern mal das Handy weglegen würden, zwischendurch mal, und dafür den Kindern sich widmen würden. Ja, ja. Also ich habe 3 Enkelkinder, die sind halb afrikanisch, halb deutsch. Und ich liebe die Kinder über alles. Und wenn ich jetzt auf dem Spielplatz bemerken würde, dass jemand schlecht über die Kinder redet, dann würde ich mit diesen Menschen reden, warum sie das machen. Sind genauso eine Menschen, die wie wir, die Deutschen und die weiß sind, hellhäutig sind, so kann man vielleicht sagen. Dann würde ich schon was sagen, weil ich sage eigentlich, ich selber mag alle Menschen und versuche mit ihnen gut auszukommen. Also ich bin im Zweiten Weltkrieg geboren und wenn ich heute die Politik, ich verfolge das alles mit den Kriegen und wir haben es ja als Kinder erlebt, das war grausam, was wir erlebt haben und diese Erinnerung bleibt eigentlich bis ins hohe Alter. Es kommen oft, wenn ich
vor allen Dingen, es geht mir auch um die Kinder, was die so erleben, zum Beispiel in der Ukraine. Und diese viele Menschen, die rechts denken, wir haben das ja erlebt, wie das war im Krieg. Es wird ja eigentlich im Grunde genommen alles zerstört. Die Häuser, die Menschen müssen fliehen oder es sterben Tausende zivile Menschen, auch Soldaten und was sie alles erleben. Sie erleben auch danach sind sie krank, seelisch krank, denn was man dort im Krieg erlebt, wir als Kinder haben sie auch Tote liegen sehen und verwundete Soldaten und das ist nichts Schönes. Also kämpfe dafür, dass es, was ich als einzelne Person machen kann, dass nie wieder eigentlich ein Krieg eigentlich sein sollte. Ja, schön, ja. Ja. Ich kann mich nur so erinnern, bei uns waren Soldaten und da, wenn ich leise mich erinnere, auf dem Boden bei uns, wo wir gewohnt haben, in einem Zimmer, alle, eine ganz kleine Küche, da kamen die Soldaten und haben immer, man sagte, dass da Viehsalz oben wäre. Das haben die immer geholt. Und meine Mutter hatte also ein verwundetes Bein. Und ich hatte meine Mama besonders gerne und habe mich immer aufs Bett gesetzt. Und da kamen Soldaten und meine Omi war auch da. Und da kann ich mich erinnern, dass meine Omi gesagt hat, einer von uns Kindern hatte gerade ein Töpfchen gepullert und dann gesagt, also wenn du jetzt nicht gehst, ein bisschen gebrochen so, dass der Soldat es versteht und meine Tochter nicht in Ruhe lässt, dann stülpe ich dir den Pissbrot über den Kopf. Sag's mal so, wie es war. Und ich habe geschrien und geweint und meine Hände ausgebreitet, also weil ich Mutti beschützen wollte. Und dann? Ja, er ist dann auch weggegangen. Aber meine Mutti hat erzählt, sie hat nicht gerne darüber gesprochen und hat gesagt, dass sie immer bei einem russischen Offizier antreten musste und also vergewaltigt wurde von ihm. Hätte sie das nicht gemacht, dann wäre sie erschossen worden. So hat der Offizier zu ihr gesagt. Mutti sprach nicht gerne drüber, aber sie hat es mir dann mal erzählt. Ich habe mich sehr um meine Mutter gekümmert, weil sie dann auch älter war. Ich habe ihr viel geholfen und so. Wir hatten ein super Verhältnis miteinander. Die schlimmste Erinnerung ist, wo die Häuser brannten, dieses Feuer und diese Toten und überall lagen die Toten. Wir mussten uns ja da durchschlängeln, um weiterzukommen auf der Flucht. Das war für mich das Schlimmste. Und die Tiere, die lagen halb tot, halb verwundet. Und die Soldaten, also das kann ich heute, meine Bekannte schaut sich manchmal solche Filme an, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, denn man sitzt tief in meiner Seele drin. Das geht nicht. Und ich bin eigentlich dankbar für alles, ich habe mir das hier, was ich in der Wohnung steht, alles alleine angeschafft. Ich bin ja geschieden worden nach 18 Jahren und hatte die beiden Jungs in der Zeit Pubertät, war auch nicht so einfach. Und nach habe ich mir alles angeschafft. Und das schätze ich sehr. Alles, was ich habe. Meine Möbel sind fast 30 Jahre alt. Ja. Also besonders finde ich, nach der Wende habe ich das so empfunden, weil viele Familien sind ja daran zerbrochen. Und es gibt viele Menschen, nur haben, 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 die wissen eigentlich gar nicht, was Glück bedeutet. Als Beispiel, wenn ich nachts so, bevor ich schlafen gehe, rausgucke und der Mond scheint durch Sterne, das ist für mich schon, was mich glücklich macht. Aber viele Leute geht es nur ums Geld, ums Geld. Ich kriege auch keine Witwenrente. Wir waren nicht verheiratet, mein Partner. Wir haben so gelebt zusammen, fast 30 Jahre. Aber ich habe versuche aus meinem Leben noch was zu machen. Jetzt in meinem Alter ein bisschen Sport machen. Was machst du für Sport? So einfachen, Ja. da sitzen wir auf dem Hocker und dann Beine hoch und das, was man machen kann, auch so. Ich bin im Krieg geboren und wir haben viel vermissen müssen. Wir haben eigentlich aus vielen kleinen Dingen was Schönes gemacht und wir haben vieles geschätzt und die Leute heute in Deutschland,
sage ich mal, was ich vom Hörensagen, auch so von Bekannten und alles, dass sie unzufrieden sind. Klar, man schimpft mal da, wenn der Bus nicht fährt oder dies oder jenes, aber äh, also es gibt so viele Kriege, wo man sieht, wie viel Elend das gibt und gerade Kinder, da kommen mir die Tränen, ich kann das nicht sehen, dann denke ich an meine Erinnerungen als Kind, wo Krieg war. Man sollte dankbarer sein und doch aus dem, was man hat, etwas machen. Und auch die Menschen, die manchmal nicht so arbeiten wollen, dass sie doch mal sich ein Herz fassen und sagen, ich gehe arbeiten, tue was für die Gesellschaft. Das wäre so schön, ja. Ich würde mich freuen, wenn viele Leute doch irgendwie, wenn es ganz wenig Geld ist, mal helfen könnten, wo die Not sehr groß ist. Das würde den Menschen helfen, dort in dem Land, wo zum Beispiel Krieg ist oder wo Armut ist. Ich habe auch Obdachlosen schon geholfen, habe auch Tierfutter gespendet und eine Kleinigkeit hat gleich vielleicht jeder übrig und wenn es ein paar Mark sind. Und da wäre ich selber als Mensch sehr dankbar dafür, wenn das vielleicht mehr Menschen noch machen. Ich habe auch nicht so viel Geld, aber ich versuche das irgendwie möglich zu machen. Dann verzichte ich eben mal auf was. So.